Also, ich heiße Johannes Heinrichs, ich bin 29 Jahre alt, bin Schauspieler und ich spiele die Rolle Kitsune. Kitsune, Master of Fire, Master of Fear. An dem Projekt habe ich teilgenommen, weil ich unabhängig davon extrem großer Marvel- und DC-Comic-Fan bin und mich in den beiden Universes ziemlich gut auskenne und mich das total gereizt hat, schon immer mal sowas zu machen. Nur wird man halt leider jetzt nicht als deutscher Newcomer direkt von den DC-Produzenten angesprochen und gefragt, ob man nicht im nächsten Kinofilm mitspielen möchte. Als Thomas mich gefragt hat, ob ich dabei sein möchte, habe ich natürlich zugesagt, weil ich glaube, wann anders so eine Gelegenheit zu kriegen, in so einem Film mitzumachen oder in so einem Kurzfilm in dem Fall, was damit zu tun hat man, glaube ich, wirklich selten. Und das war für mich definitiv der Reiz, damit zu machen. Also, dass ich Schauspieler werden möchte, stand bei mir schon relativ lange fest. Ich habe, glaube ich, schon in der Grundschule angefangen, Theater zu spielen und war wirklich, ich glaube, jedes Jahr in irgendeiner Theater-AG oder in einer freien Theatergruppe. Und dass ich das beruflich gerne machen würde, hat sich dann tatsächlich so in den letzten Schuljahren so entschieden, so Abitur so ein bisschen, wo ich danach dann dachte, Mensch, ich versuch's einfach mal. Und hatte das große Glück, dass ich sofort angenommen wurde an der Schauspielschule. Und dann war mehr oder weniger der Weg sehr einfach. Ich hatte wirklich verdammt viel Glück dabei. Und das wiederum hat das total bestätigt, dass es, glaube ich, das Richtige war. Was ich mir für die Zukunft wünsche, ist definitiv mehr zu machen in diesem Beruf. Es ist natürlich nach wie vor ein Kampf. Und man hat auch nicht die Sicherheit, dass man jetzt sagt, ich mache jetzt dieses Jahr das und das und das. Ich zumindest nicht. Und es ist auch trotzdem sehr selten, als freiberuflicher Schauspieler so zu arbeiten. Und ich würde mir total wünschen, dass ich einfach tolle Rollen angeboten bekomme, in vielen tollen Projekten mitmachen kann. Und ja, das wäre für mich das Größte. Ich bin, glaube ich, sehr vielseitig, würde ich um mich sagen. Und ich habe tatsächlich auch schon einige unterschiedliche Sachen ausprobieren dürfen. Also ich spiele sowohl aktuell in einem Musical mit. Klar, Kitsune ist natürlich noch mal was ganz anderes, so was ich bisher gemacht habe. Allein schon der Aufwand und so. Ich werde auch ganz oft in die Comedy-Schiene mehr oder weniger gedrückt. Deswegen gibt's eigentlich keine Wunschrolle, weil ich finde, ich mache das alles total gerne und ich spiele eigentlich jede Rolle mit derselben Leidenschaft. Mir macht das total Spaß, das Publikum zum Lachen zu bringen. Aber auch genauso viel Spaß macht es mir, das Publikum zum Nachdenken zu bringen oder auch zu erschrecken, zu schockieren. Ich liebe die Vielseitigkeit an diesem Beruf. Es ist mitunter so, dass die bösen Rollen die interessanteren sind. Das ist schon so. Es gibt auch einige Ausnahmen, aber es ist, finde ich, größtenteils so, dass das die spannendsten Rollen sind. Die netten Rollen, finde ich, sind meistens sehr zweidimensional angelegt, erstmal. Und deswegen ist für mich der eigentliche Reiz natürlich, eine vielschichtige Rolle zu spielen. Das ist natürlich die große Kunstzeichen, ne? Also, dass man sowohl den Bösewicht spielt, aber natürlich nicht nur die 2D-Bösewicht Draufsicht, sondern wirklich auch den Charakter dahinter merkt. Das ist mir natürlich wichtig. Ich finde den Erstkontakt total wichtig, auf jeden Fall. Gerade auch den Erstkontakt mit Kollegen, mit denen man letztendlich spielt. Das finde ich meistens das Wichtigste, weil man da schon sieht, in welche Richtung das gehen wird. Das braucht meistens nicht lange. Hat die Erfahrung gezeigt. Und ja, natürlich, ich meine, wenn so ein Projekt dann vorbei ist und man dann zusammen alle im Kino sitzt und so eine tolle Premiere hat, dann sieht man, was dabei rausgekommen ist. Und das ist natürlich auch ein wunderschöner Moment. Das Drehbuch ist natürlich die Grundlage. Also ein gutes Drehbuch entscheidet, ob der Film tatsächlich gut wird oder nicht. Ganz klar. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil. Wenn nicht sogar, ja, würde ich auf jeden Fall neben der Regie tatsächlich der wichtigste sagen. Wir haben bei diesem Projekt geprobt und das war sehr wichtig. Also das hast du meistens nicht. Meistens kommst du zum Set und spielst die erste Szene, ganz einfach. Proben sind Luxus, allein aus Zeitgründen.
Und ja, dadurch, dass wir hatten einen Probentag, also zumindest ich für meine Rolle hatte einen Probentag mit dem Team. Und das war natürlich extrem sinnvoll, denn der Drehzeitraum war schon sehr begrenzt, würde ich mal sagen. Der war schon sehr fix. Und ich glaube, da ist jegliche Vorbereitung, allein wo stehe ich, wo gehe ich hin, wo gucke ich hin, so das Arrangement zu klären, ist glaube ich, sehr sinnvoll, das davor zu machen und nicht erst am Drehort. Ich bin ein Riesenfan des DC-Universe, speziell auch des Marvel-Universe. Das kannte ich tatsächlich zuerst und habe mich damit intensiver beschäftigt. Ist ja auch von den Anzahl der Filme her größer. Aber nichtsdestotrotz, nein, ich bin nicht über die Comic-Ecke reingekommen. Ich habe im Nachhinein jetzt ein paar Comics gelesen, aber ich bin durch die Filme dazu gekommen. Und ich habe ganz klassisch angefangen mit Marvel sozusagen und war bei Iron Man, habe chronologisch geguckt und freue mich auf jeden Film, der jedes Jahr rauskommt. Ich meine, das Universum wächst ja von Jahr zu Jahr. Großartig, ich bin ein sehr großer Fan. Ein großer Vorteil, finde ich, ist auf jeden Fall, dass Kitsune ja keine Figur ist, die in dem DC-Universe vorkommt. Na? Also das ist eine völlig frei erfundene Figur. Und das hat mir natürlich die Möglichkeit gegeben, da extrem frei erstmal ranzugehen. Es gibt keine Vorlage, es gibt keinen Schauspieler, der das schon mal gespielt hat, wo ich sagen könnte, das fand ich gut oder ich würde es so in der Art oder so weiter mal versuchen. Völlige Freiheit ist für einen Schauspieler erstmal ganz gut. Und dann ist natürlich auch die Sache, dieses Grundkonzept mit uns Vieren jetzt in dem Fall muss ja auch irgendwie passen, ja, und muss ja auch stimmen. Meine Vorbereitung war im Prinzip, was gibt mir das Drehbuch? Das ist meine Grundlage, wie immer, wie in jedem Film. Was ist mein Antrieb? Wie handle ich? Aus welchem Grund? Was sind meine Ängste? Was sind meine Ziele? Das ist total wichtig. Was will ich eigentlich? Warum bin ich? Warum gibt's mich? Warum wurde ich da reingeschrieben? Und ja, und das ist natürlich Arbeit und das ist viel Brainstorming und auch viel Ausprobieren tatsächlich auch stimmlich oder auch was für eine Körperhaltung habe ich, also sehr äußerlich, aber natürlich auch sehr psychologisch. Und ja, das war eine total spannende Arbeit, aber im Prinzip vergleichbar mit jeglicher andere Rolle, obwohl es was Sonderbares war natürlich und was Einzigartiges. In Kitsune steckt, würde ich mal sagen, sehr wenig Persönliches von mir drin. Die Figur liegt mir tatsächlich sehr, sehr weit weg. Also die hat nichts mit mir zu tun, was ziemlich gut ist, denn diese Rollen sind meist tatsächlich spannender zu spielen einfach. Also Charaktere, die allgemein nicht viel Persönlichkeit von einem selbst erstmal haben, ist natürlich unglaublich spannend darzustellen. Ich hatte ja ewig Zeit im Prinzip, mich in die Rolle einzufühlen. Ich hatte jeden Tag 3 Stunden Maske. Allein dadurch wird man automatisch zu dieser Figur, denn das hat mich schon sehr, sehr, sage ich mal, in die Rolle reingebracht. Allein die Kontaktlinsen, allein das Make-up und diese Fingernägel. Also das ist im Prinzip alles, was mir sehr geholfen hat, natürlich in diese Rolle reinzukommen, ne? Und das finde ich auch, das ist das Markante an Kitsune. Er ist nach außen hin sehr ruhiger, er wirkt sehr selbstsicher, Master of Fear im Prinzip ist das ja das, was er ausstrahlt. Wie es in dem drinnen vorgeht, ist natürlich dann mein Part und so weiter und dass er eigentlich, wie ich finde, sehr selber von der Angst geprägte Figur ist und das ist letztendlich das, was ich hinter der Fassade zu spielen habe. Aber letztendlich hat mir das sehr geholfen, diese lange Maskenzeit, auch wenn es natürlich manchmal auch der Horror war, hat mir sehr geholfen, in die Rolle mich reinzufinden, auch am Set. Also das war sehr, sehr gut eigentlich. Der ganze Dreh war für mich irgendwie sehr familiär. Also das Team, das ist immer auf die Bedürfnisse eingegangen. Es war sehr harmonisch. Es war wirklich, es gab keine Reibereien. Es gab irgendwie auch keinen Zeitdruck, komischerweise. Zumindest haben sie es wirklich gut von mir abgeschirmt. Also ich habe es nicht gemerkt. Ich fand das Drehbuch schon toll. Also als ich das Drehbuch zum ersten Mal gelesen habe, fand ich das war eine gute Grundlage und
ja, es war ein sehr entspanntes Arbeiten, würde ich mal so insgesamt sagen. Und das nehme ich auch mit. Also allein dadurch, dass ich mich ja nur auf diesen Inline-Skates bewegen konnte, war ich ja schon, sag ich mal, physisch sehr eingeschränkt. Dann hatte ich so ewig lange Fingernägel. Dadurch war das auch irgendwie, ich war so sehr fest. Ich habe mich am Set irgendwie immer so ein bisschen gefühlt, als wenn ich total unselbstständig mich da rumbewegen könnte. Selbst Kaffee trinken war für mich unmöglich, weil ich konnte den Becher nicht halten. Ich glaube, das allein hatte schon eine Komik. Also ich weiß ja nicht, wie das nach außen hin rüberkam, aber ich habe mich wirklich gefühlt, als wenn ich wegen jedem Handgriff irgendjemand gebraucht habe, der mir den Kaffee bringt, die Pizza schneidet, mich füttert. Also allein das hatte schon, das war sehr skurril. Mein Kostüm fand ich richtig klasse. Hat sich sehr gut angefühlt, es war passgenau. Ich fand, es hat die Charaktere Kitsune sehr unterstützt. Es war ein sehr passendes Outfit. Und es war ja auch zum Glück an keine Vorlage gekoppelt. Ne? Und das war, glaube ich, echt toll. Da konnte man sich ausleben und ich finde, das hat man schon echt gut hinbekommen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich fand dann, selbst die Inline-Skates haben letztendlich zum Kostüm gepasst, obwohl man sie niemals sehen wird. Aber selbst das hat sich sehr richtig angefühlt. Also mein Favorite an Location war definitiv das Gefängnis, weil ich glaube, ich war noch nie in einem Gefängnis davor. Also zumindest in so einem stillgelegten, in so einem kalten Gebäude, in so einem toten Gebäude fast. Und das fand ich toll. Da hatte sie auch lange Wege und so Fluchten. Und da konnte man viel mitmachen. Letztendlich für mich als Schauspieler, ich habe immer gerne Freiraum natürlich. Versuche mir den auch so gut es geht zu nehmen. Also selbst wenn das Gerüst sehr starr ist, versuche ich trotzdem mir den Freiraum zu nehmen, den ich bekomme. Das ist für mich total wichtig einfach in der Arbeit. Das liegt auch ein bisschen daran, dass man sich gegenseitig auch vertraut, logischerweise. Ne? Ich vertraue sowohl dem Regisseur und verlange natürlich auch, dass der Regisseur mir vertraut, dass ich mich in dem Rahmen bewegen kann, wie ich möchte erstmal. Das ist natürlich manchmal nicht möglich, aber ich komme besser damit zurecht, wenn ich möglichst viel Freiheiten habe. Ich improvisiere auch sehr gerne und ich mag das auch nicht unbedingt, wenn das Schritt für Schritt festgelegt ist oder so. Also ne, bei dem Schritt musst du jetzt in die Richtung mit diesem Satz. Da kann ich eher wenig damit anfangen. Absolutes No-Go gibt's ja auch. Also ich meine, man muss immer, sag ich mal, man muss eine Arbeitsatmosphäre schaffen und da ist der Regisseur hauptverantwortlich, finde ich, dass man arbeiten kann und es sollte immer konstruktiv sein. Ich finde, wenn das Verhältnis am Set nicht gut ist, das merkt man. Es ist nicht produktiv, wenn ein Regisseur austickt. Es gibt auch viele bekannte Regisseure, das ist halt eine Type und das sind auch gestandene Leute. Ja, manchmal muss man gucken, ob das wirklich dann der Arbeit dient oder ob das nur dem eigenen Image dient. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Die Comicwelt ist eine Welt, in der der Erwachsene wieder zum Kind wird, auf gut Deutsch. Und das ist einfach großartig. Also ich meine, wegen Cookies auch natürlich, weil ich meine, Superhelden, natürlich weiß ich, dass hier kein Superman um die Ecke fliegt, das ist klar. Aber sich allein in diese Welt reinzustürzen und diese Filme oder diese Comics zu sehen, das ist irgendwie natürlich eine andere Welt und fern von der Realität aber auch bewusst fern von der Realität gesetzt und manchmal, also es fällt mir gerade bei Marvel sehr stark auf, zum Beispiel wird immer noch die Brücke zwischen der Realität gespannt, ne? Also dass quasi alle Superhelden ja erklärbar zu Superhelden wurden. Das hat auch seinen Reiz im Prinzip, so nach dem Motto, oh, ich könnte der Nächste sein, ne? Ich könnte der Nächste sein, der so ein Programm durchmacht und dann geht was schief und ich bin plötzlich Hulk 2. Also das finde ich auch toll, aber es ist natürlich eine andere Welt, Fantasie aber ich finde, da kann man doch alle mal wieder schön zum Kind werden und träumen oder einfach nur gucken, weil es wirklich zum Teil faszinierende Werke sind, die da entstehen.
Ich kannte Think Big Studios nicht bevor Thomas mich nicht angeschrieben hat. Aber ich meine, Think Big war für mich relativ klar. Erstmal die Latte sehr hoch setzen, was ich immer gut finde. Ja, für mich bedeutete es, Sachen zu wagen, die vielleicht andere nicht machen oder Themen zu machen, die andere nicht machen. Und das hat sich auch bestätigt. Also letztendlich, ich meine, jetzt sitzen wir hier und es ist ein Film entstanden über Harley Quinn und das DC-Universe in Teilen. Und das ist doch großartig. Also hat sich, ja klar, Think Big. Ja, ich hoffe, dass ganz viele Leute Spaß an dem Film haben werden. Natürlich vor allem die Hauptzielgruppe, die sich schon für diese Comics interessieren oder für die Welten von DC oder von Marvel, egal. Das wünsche ich mir total, dass der Film den Leuten gefällt. Okay Leute, wenn ihr den Film Harley Quinn Blazing Shadows noch nicht gesehen habt oder ihn noch einmal sehen wollt, dann klickt einfach auf den Link und schaut ihn euch an. Viel Spaß!